Hallihallo, ich bin der Peter und ihr kennt mich als Stormtrooper oder als Extension. Und das hier ist mein Vlog Gedanken eines alten DJs. In der heutigen Folge wollen wir über Trendstyles sprechen. Trendstyles, Musiktrends, wie auch immer. Und nachdem es in den letzten Episoden immer recht allgemein um die elektronische Musikszene ging, möchte ich heute mal ein bisschen konkreter auf die Hardcore-Szene eingehen. Da gibt es ja gerade den Trend zu den sogenannten Peep-Kicks oder Sarg-Kicks. Alteingesessene Hardcore-Heads finden das natürlich ganz furchtbar, weil das klingt ja nicht so, wie sie es gewohnt sind. Das ist ja akustischer Abschaum quasi, ganz, ganz furchtbar. Und benehmen sich, als wäre das etwas vollkommen Neues, dass neue Trends den alten nicht mehr gefallen. Nun, das ist leider nicht der Fall. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich angefangen habe, mich mit der Hardcore-Szene zu beschäftigen in den 90ern, war das gerade die Zeit, als Happy Hardcore aufgekommen ist. Und Happy Hardcore fanden die damals eingesessenen Hardcore-Heads ganz, ganz furchtbar, weil das war ja Kommerz-Sound, Mickey Mouse, Techno, Schlumpf-Rave, Kirmes-Musik, einfach alles, wofür die Hardcore-Szene eigentlich nicht stehen wollte oder sollte, ihrer Ansicht nach. Weil Hardcore muss ja böse und dunkel und stampfend sein und Happy Hardcore war fröhlich und leichtfüßig und wuhu! Witzigerweise sind es genau diese Leute, die damals Happy Hardcore verdammt haben, die heute fröhlich zu Hold Me Now und Rainbow in the Sky und Konsorten rumhüpfen und die 90er Jahre feiern. Weil sie komischerweise nicht mehr die alten Tracks von Bold Terror oder die ersten Neophyte-Scheiben hören wollen, sondern sie wollen tatsächlich die witzigen, lustigen Scheiben aus den 90ern hören. Schon irgendwie komisch, oder? In den 2000ern und zur Jahrtausendwende kamen dann so Sachen auf wie Speedcore und Crossbreed und wieder haben die Alteingesessenen, die nur normalen Mainstyle Millennium Hardcore hören wollten, gesagt, oh mein Gott, das ist ja nur Krach, dazu kann man ja nicht tanzen. Oder im Fall von Crossbreed, das ist ja eher Drum and Bass als Hardcore, das hat ja hier überhaupt nichts zu suchen. Vollkommen furchtbar. Ja, witzigerweise kann man auch heute Leute super begeistern, wenn man zwischendrin mal ein bisschen Speedcore spielt oder ein bisschen Crossbreed und alle finden es ja toll. In den 10er Jahren kam dann die zweite, dritte, keine Ahnung wie vielte Welle Frenchcore und alle haben gesagt, oh Gott, das klingt ja alles gleich und hirnlose Musik und die kopieren sich alle gegenseitig. Trotzdem finden Frenchcore Bassdrums heute alle super und es ist was vollkommen Normales in der Szene. Ja, und dann später kam noch Uptempo. Uptempo dürfen wir natürlich nicht vergessen. Als Uptempo aufgekommen ist, oh mein Gott, das ist ja kein Hardcore. Kein Hardcore. Weil, keine Ahnung, warum das eigentlich kein Hardcore ist. Auf alle Fälle, viel zu stumpf, viel zu eintönig, viel zu unintelligent. Und mittlerweile ist es ja sogar schon so weit, dass es eine Early Uptempo-Bewegung gibt, die den aktuellen Uptempo nicht gut findet. Und dann natürlich aktuell, wie gesagt, die vorher angesprochenen Peep-Kicks und Sarg-Kicks, die gefühlt von allen verdammt werden, aber komischerweise sind dann die Festivals trotzdem proppevoll, auf denen der Scheiß läuft. Naja, es ist bei Trends halt immer so, wenn sie aktuell sind, werden sie einem um die Ohren geballert, bis man sie nicht mehr hören kann. Das ist vollkommen normal, war schon immer so, wird auch immer so sein. Und die gerade neu in der Szene sind, finden solche Trends gut, weil sonst würden sie sich in eine andere Szene begeben. Und die Alten finden es halt blöd, weil es was Neues ist und die weiterhin das hören wollen, was sie schon immer gehört haben. Und sobald ein Trend mal abebbt, wird es Teil der Gesamtbewegung. Es wird nennen wir es eine gesunde Beimischung. Und keiner ist mehr vollkommen übersättigt, sondern freut sich zwischendrin mal, irgendeinen der vormals bösen Styles mal wieder zu hören. Ich finde, man sollte das alles einfach als gesunde Beimischung haben. Ich meine, das ist wie eine Pizza. Eine Pizza muss bunt belegt sein und ein Gesamtgeschmackserlebnis bieten. Wenn ich jetzt auf meiner Pizza nur Paprika habe, bin ich nach 2 Stücken gelangweilt und habe keinen Bock mehr weiter zu essen. Und so ist es halt mit diesen Styles auch.
eine Stunde lang den Style hören ist vielleicht noch okay. Am Anfang freut man sich, zum Ende des Sets denkt man sich, vielleicht spielt der nächste jetzt was Neues. Aber wenn es die ganze Nacht läuft, bin ich auch irgendwann gelangweilt. Von daher, die Szene bietet so viel verschiedene, coole Styles, die man sogar alle miteinander kombinieren kann. Vielleicht manchmal aufgrund der Geschwindigkeit nicht, aber das ist alles eine Technikfrage. Wenn man es ein bisschen geschickt macht, kann man alles miteinander verbinden, was Neues kreieren und dann ist für jeden was dabei. Und man sollte vielleicht auch ein bisschen open-minded sein und auch wenn ein Style einem furchtbar auf den Sack geht, irgendwo in diesem Style gibt es Perlen, die einem auch gefallen. Man muss nur den Mut oder die Motivation haben, mal ein bisschen zu graben, sich ein bisschen damit beschäftigen, zu sehen, was gefällt einem eigentlich konkret nicht an dem Stil und B, was brauche ich, damit er mir gefällt. Und dann müsste es eigentlich auch schon relativ einfach sein, was zu finden, was einem gefällt. Man muss nur einfach ein bisschen gucken. In diesem Sinne, öffnet euren Geist, nicht immer nur das Alte, sondern auch mal was Neues zulassen und einfach mal die Neuerung mit offenen Armen willkommen heißen und dann vielleicht selber was daraus kreieren, was einem gefällt. Also, wendet weniger Zeit damit auf, euch über Sachen zu ärgern, die euch nicht gefallen und fokussiert euch mehr darauf, Dinge zu finden, die euch gefallen. Dann wird das Leben gleich ein bisschen schöner. In diesem Sinne, das war's für heute. Rennen die Renne.